Gerade in den kalten Monaten ist es sehr wichtig, dass die Lüftungsanlagen in unseren Fahrzeugen reibungslos funktionieren, dass wir damit unsere Scheiben enteisen oder frei bekommen, wenn diese beschlagen. Das sind natürlich verschiedene Bauteile extremen Temperaturunterschieden immer ausgesetzt und so kann es zu Ausfällen kommen. Beispielsweise die Lüftung funktioniert gar nicht mehr, macht extreme Geräusche oder funktioniert nur noch auf der höchsten Stufe. Und was du dagegen tun kannst, wie du einen Gebläsemotor beispielsweise austauschen kannst beim Totalausfall, das zeige ich dir in dem Video. Willkommen bei ATP Autoteile, let's go! Bei diesem Volkswagen ist es jetzt so, dass die Lüftung zwar noch in allen Stufen funktioniert, jedoch ist es sehr, sehr laut, ohne eine richtige Vibration zu spüren, bis vorne zu der Mittelkonsole. Ich stelle die Lüftung mal auf höchste Stufe und halte das Mikro unten in den Fußraum in Richtung des Motors. Ich denke, das sollte man ganz gut hören. Ein dumpfes Geräusch. Hört sich fast an wie ein Kompressor. Ich merke die Vibration sogar bis hier vorne an die Lüftungsregelung, an die Klimaanlageregelung. Irgendwas stimmt da definitiv nicht. Hier unten vibriert es ganz extrem. Ich denke mal, dass hier das Lager ausgeschlagen ist. Und jetzt sollte man halt dann schnell reagieren, bevor jetzt hier die Lüftung komplett ausfällt. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, wie bereits am Anfang erwähnt, ist das relativ schlecht. Je nachdem, wie gut er erreichbar ist, kann man ihn entweder von unten tauschen, so ist es auch hier, das heißt, hier unten muss gleich die Verkleidung raus, oder vom Handschuhfach aus, das heißt, das Handschuhfach sollte ausgebaut werden, ist meist aber auch kein Problem, einfach mal öffnen, schauen, hier sind irgendwo meist dann irgendwelche Schrauben, die man lösen kann, dann kann man das Handschuhfach einfach komplett herausziehen, ist eigentlich relativ easy. Hier ist es halt ganz schön, wir kommen vom Fußraum dran, das heißt, wir lösen mal hier die Verkleidung. Hier diese Schraube einmal lösen, das geht werkzeuglos. Und dann kommt hier einmal der Gebläsemotor zum Vorschein. Hier ist das Fach für den Pollenfilter, den Innenraumfilter. Und hier der Gebläsemotor, der muss jetzt ausgebaut werden. Das bedeutet, als allererstes lösen wir alle elektrischen Anschlüsse hier von dem Gebläsemotor. Das heißt, hier die Hauptstromversorgung ausstecken. Hier der Stecker kann drin bleiben, das kommt alles als ein Bauteil mit heraus. Dann hier vorne die Kabelführung, die hier eingeklipst ist, auch entfernen und zur Seite legen. Und jetzt gibt es einen Clip, den wir runterdrücken müssen und gleichzeitig hier das komplette Gebläse einmal drehen. Dann könnt ihr es nach unten herausziehen. Ich zeige euch mal den Clip. Hier kann man ihn ganz gut erkennen. Den einfach runterdrücken, der ist eine kleine Verriegelung, und gleichzeitig den Motor drehen. Und dann kann man ihn hier herausnehmen. Beim Herausnehmen werdet ihr merken, es geht relativ schwer heraus, da der Bauraum dort unten sehr, sehr eng ist und man kann ihn nicht komplett nach unten ziehen, sondern er stößt dann immer wieder irgendwo an. Darum das Ganze hier gegen den Uhrzeigersinn etwas drehen. Und dann kann man ihn so schräg rausnehmen. Das merkt ihr dann, wenn ihr an dem Punkt seid, an dem ihr ihn rausziehen könnt. Also ihr müsst da etwas verdrehen und probieren. Also am besten, wie gesagt, gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ungefähr 180 Grad würde ich sagen. Und dann kann man ihn ohne Probleme eigentlich herausziehen. Jetzt können wir uns hier den alten Motor mal im Detail anschauen. Ich merke schon, dass hier das Schaufelrad sich relativ schwergängig drehen lässt. Das kann man jetzt natürlich versuchen, hier von der Welle runterzunehmen, alles zu reinigen. Jedoch würde ich hier sagen, macht das Ganze keinen Sinn. Das Ganze sollte gegen einen neuen ausgetauscht werden. Die Widerstände, die diese Lüftungsmotoren besitzen, kann man hier auch relativ schlecht einzeln tauschen. Das ist hier der komplette Klotz. Gibt es einzeln, aber ich würde euch empfehlen, bei diesem Bauteil einmal komplett. Bei älteren Modellen ist es oft so, dass die Widerstände einzeln drin sind für die verschiedenen Lüftungsstufen. Und die kann man dann einzeln tauschen und die sind dann auch gar nicht so teuer. Aber hier, wie gesagt, würde ich euch dazu raten, tauscht das komplette Bauteil, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und wenn der Gebläsemotor gerade schon draußen ist, dann kann man hier drin auch mal schön sauber machen. Ihr seht, es sieht eigentlich relativ gut aus hier drin. Etwas Staub ist natürlich trotzdem drin. Das heißt, bevor jetzt der neue hier reinkommt, werde ich einmal hier drin alles gründlich reinigen und etwas mit Druckluft durchblasen. Dann sind die Lüftungen alle gerade mal etwas gereinigt und der Staub, der sich hier abgesetzt hat, ist gerade mal draußen. Und dann kann auch schon der neue Gebläsemotor rein. Ihr seht, der dreht jetzt einwandfrei, hat kein Spiel auf der Welle, macht keine Geräusche und wenn ich den andrehe, dreht er wunderbar nach. Genauso soll das Ganze sein. Der kommt jetzt rein. Das ist wieder etwas fummelig, bis er an Ort und Stelle ist und dann einfach hoch.
minimal verdrehen, dass hier diese Nase einrastet. Und ja, auf mehr gibt es hier eigentlich nicht zu achten. Dann fehlt natürlich nur noch die untere Verkleidung, die auch wieder rein, und dann könnt ihr das Ganze einmal testen, Zündung anschalten, Lüftung an und alles sollte wieder funktionieren. Falls Fragen sind zu diesem Thema, gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich sage ciao, euer Dennis von ATP Autoteile.